Hallo liebe Concorde-Freunde, heute nehmen wir die Gasanlage in unserem Charisma in Betrieb. Unser Gaskastenfach, passend für 2x11 Kilo Gasflaschen. Wir haben hier unser Herzstück, das ist der Regler der Anlage. Ich kann hier an einem Stellrad umstellen, welche Flasche meine Hauptflasche ist, indem ich das umdrehe. Das System schaltet automatisch um, aber ich muss immer wissen, welche ist die Hauptflasche, welche ist die Nebenflasche. Sehen wir später im Fahrzeug warum. Zusätzlich, wenn man einen optionalen Gastank hat, gibt es hier diesen wichtigen Hebel, mit dem ich manuell umschalte. Das Gas kommt jetzt nicht mehr aus den Flaschen, sondern einfach den Hebel umlegen, sodass er Richtung Gastank zeigt und dann kommt das Gas aus dem Gastank. Jetzt schauen wir uns noch an. Ich habe hier 2 leere Gasflaschen drin gehabt. Ich nehme jetzt die erste, haben wir schon rausgenommen. Ich packe jetzt eine volle Gasflasche dazu und zeige mal, wie wir das Ganze anschließen. Die Flasche steht drin, schön festzurren natürlich, damit das Ganze stabil steht. Unten haben wir schon. So, dann den Regler draufsetzen und festschrauben. So, anschließend die Gasflasche öffnen. Aber mein Regler zeigt immer noch rot. Das liegt daran, dass der Regler immer noch die Hauptflasche auf der anderen Seite vermutet, die ja leer ist. Also drehe ich das Rädchen einmal rum zur anderen Seite und mein Regler ist grün. Warum das Ganze überhaupt wichtig ist, wenn man nun 2 Gasflaschen hat, in der Regel, also das System schaltet ja automatisch um. Ich habe am Anfang meines Urlaubs 2 volle Gasflaschen, eine Flasche wird leer, das System schaltet um auf die andere Flasche, dann ist die irgendwann halb leer, dann fange ich an zu wechseln, so wie jetzt in meinem Fall, nehme eine leere Flasche raus, eine volle rein. Dann sollte ich auch immer den Regler manuell umstellen, dass ich einfach meine angefangene Flasche zur Hauptflasche mache, dass die komplett leer wird. Andernfalls hat man sonst irgendwann 2 angebrochene Flaschen und wie das immer so ist, in der Nacht ist das Gas alle, das wollt ihr ja alle nicht. 2 Sachen müssen wir jetzt noch machen. Noch einmal prüfen, ob wir auch wirklich unser Gas auf Flaschen gestellt haben, weil das wollen wir uns jetzt im Fahrzeug anschauen. Nochmal der gelbe Hebel, also den auf die Flaschen zurückstellen. Und dann gibt es noch einen Crash-Sensor, den wir einbauen. Den zeige ich euch jetzt, wo der sitzt und was der macht. Wir sind jetzt hier eine Klappe weitergegangen. Hier sitzen unsere Crash-Sensoren. Es gibt 2 Stück, die hier eingebaut sind in diesem Fahrzeug. Einmal für die Gasanlage, für die Gasflaschen und für den Gastank. Diese Crash-Sensoren sind dafür zuständig, dass im Falle eines Unfalles die Gaszufuhr abgestellt wird. Passiert natürlich auch dann, wenn man ein bisschen eine unebene Straße fährt, vielleicht aus Versehen über ein Schlagloch oder durch ein Schlagloch fährt, dass diese Crash-Sensoren das System abschalten. Das ist in der Variante hier sehr bequem, wenn sowas passiert. Einfach den Gasfernschalter, den zeige ich später noch, ausschalten, kurz warten, wieder einschalten und schon ist das Gas wieder verfügbar. Also man muss nicht irgendwo am Gasregler, im Gasfach oder am Gastank irgendwas bedienen, das geht dann alles von innen. Hier sitzt der Gastank hinter dieser Schürzenklappe. Mit eurem ganz normalen Serienklappenschlüssel aufsperren, den Deckel runternehmen. Wir sehen hier den Regler des Gastanks. Wir haben hier einen Ölabscheider. Dazu sagen wir später noch ein bisschen was Genaueres. Jetzt einfach alles, was es zu tun gibt, ist einfach aufdrehen. Ja, dann wieder den Deckel draufsetzen, abschließen. Hier ist der Gaseinfüllstützen. Das schauen wir uns gleich an der Tankstelle an, wie das Ganze funktioniert und gehen dann mal tanken. Wir sind jetzt an der Gastankstelle und Klappe ist schon offen. Jetzt geht es los mit dem Tanken. Den schwarzen Deckel hier lösen und dann haben wir einen Filter zum Tanken, den wir draufschrauben. Zum Thema, welches Gas wir tanken, was der Filter macht, kommt noch eine Info von uns. Gaspistole entnehmen und dann schrauben wir das auf den Filter. Jetzt die Zapfpistole anmachen und das Ganze arretieren. Dann auf den Startknopf drücken und dann wird befüllt. Den Knopf müsst ihr die ganze Zeit gedrückt halten, bis der Tank voll ist, dann schaltet es automatisch ab.
Unsere Gastankstelle in Schlüsselfeld hat ganzjährig die Gasmischung 95 Propan, 5% Butan, das steht hier. Auf das Thema Gasmischung, was soll ich tanken im Winter, im Sommer, kommen wir später nochmal. Und es gibt hier eine Anleitung, wie ich fülle, also die einzelnen Schritte, so dass ihr da auch nochmal nachschauen könnt. Unser Tank ist voll, den Starterknopf haben wir losgelassen. Jetzt wird die Zapfpistole, die Arretierung gelöst. Achtung, das gibt einen Zischlaut. Danach die Zapfpistole abschrauben. Wir hängen sie in die Zapfsäule wieder ein, schrauben unseren Filter ab, setzen den Deckel wieder drauf. Dann sind wir mit dem Tanken fertig. Bezahlen sollten wir natürlich auch noch. Und wir gehen ins Fahrzeug und schauen uns an, wie es dort weitergeht. Über der Eingangstür sitzen unsere Bedienelemente. Hier schalte ich jetzt erstmal die Gasanlage für die Flaschen frei. Man hört ein kleines Klacken, es wird grün. Und dann noch den Gastank, das ist der zweite Schalter. Auch dort wird es grün, also sind in beiden Systemen ist Gas vorhanden. Bei dem Gasfernschalter für die Flaschen sehe ich, wenn das grüne Lämpchen gelb wird, ist eine der beiden Flaschen leer und ich muss eben eine Flasche dann wieder austauschen. Den Füllstand meines Gastanks sehe ich in meinem Kontrollpanel. Einfach hier auf die Info tippen, dann auf das Gastank-Symbol tippen und dann sehe ich eben die Füllstandsanzeige meines Gastanks. Als erstes immer den Gaskocher in der Küche einschalten, damit die Anlage entlüftet wird. Und wenn das Gas läuft, könnt ihr jetzt als nächstes den Kühlschrank anmachen, die Heizung einschalten. Natürlich gibt es für alle Einbaukomponenten auch die Gasabsperrventile, die sitzen unter der Sitzbank. Jetzt zeige ich euch noch, wie wir den Kühlschrank in Betrieb nehmen und den auf Gas einstellen. Erstmal den Kühlschrank einschalten, auf den Drehknopf drücken. Jetzt ist der Kühlschrank an. Wir sehen die Temperatureinstellung. Wir sehen, dass der Kühlschrank auf Automatikbetrieb steht und im Moment über 230 Volt kühlt. Wenn ich das verändern will, tippe ich einmal das und drehe dann mit dem Drehrad, dass ich auf dieses Bedienelement komme. Drücke nochmal und jetzt von Auto einfach so weit drehen, da wo ich hin möchte, nämlich auf mein Gaszeichen. Draufdrücken, dann ist das blau hinterlegt und dann gehe ich auf diesen Enter-Pfeil, drücke nochmal drauf und jetzt läuft der Kühlschrank über Gas. Für heute sind wir fertig. Ich möchte nur noch mal eine klitzekleine Erinnerung. Wenn ihr jetzt losfahrt, der Kühlschrank läuft auf Gas und unterwegs rumpelt es mal und das Gas geht aus und ihr habt es gar nicht mitgekriegt, merkt dann, der Kühlschrank läuft nicht mehr, schaut zuerst zu eurem Gasfernschalter über der Tür, ob das Gas vielleicht gestört ist durch den Crash-Sensor, dass der ausgeschaltet hat. Einfach den Fernschalter ausmachen, kurz warten, wieder anmachen und dann sollte es wieder laufen. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder. Dann erzähle ich euch was über unsere Elektroanlage, wie das funktioniert. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.